Es ist einmal eine ungeheuer dramatische Geschichte, die einfach für sich selber spricht. Also diese Tragödie, die sich da abspielt, hat so viele das Mitgefühl weckende, so viel unselige, schreckliche, erschütternde Umstände und Konstellationen, dass man daran einfach nicht unbeteiligt vorbeigehen kann. Zugleich aber, würde ich sagen, hat dieses Ende des Dritten Reiches bringt auch nochmal alle die Aspekte gesammelt, konzentriert, verschärft auch zum Vorschein, die dieses Hitlerregime ausgemacht haben. Was das Besondere war an diesem Buch Der Untergang, war, dass sich das Buch in der Tat nur mit den letzten 10 Tagen des Regimes beschäftigt. Also nicht mit den letzten 10 Tagen Hitlers, sondern den letzten 10 Tagen des Regimes. Also dass man eben sagte, die Maschine, ich nenne es mal so, diese Maschine der Zerstörung ist noch nicht mal dann zum Stillstand gekommen, als Hitler schon tot war. Man könnte jetzt sagen, das ist eine Art Mikrokosmos, was wir da beschreiben, das stimmt aber nicht, sondern es ist eigentlich in einem Zeitraffer nochmal das aufgezeigt, was in den ganzen 12 Jahren des Regimes stattgefunden hat. Und das war eigentlich so der Auslöser, dass man sagte, man kann tatsächlich einen dramaturgischen Ansatz finden, der über das Regime erzählt, ist aber sozusagen kondensiert auf einen ganz, auf einen Zeitraum, den man in den Griff kriegen kann. In dem Zusammenhang ist auch nicht unwichtig, dass fast zur selben Zeit die Aufzeichnungen von Traudl Junge rauskamen. Also Traudl Junge ist ja die Chefsekretärin oder eine der Chefsekretärinnen von Hitler gewesen, die relativ spät dazu kam, also erst 1942, und die damals 22 Jahre war und ziemlich bald, nachdem der Krieg zu Ende war, ihre Erlebnisse aufgeschrieben hat, und das Buch heißt ja auch Bis zur letzten Stunde, und sie selbst wirft auch eigentlich die Frage in ihren eigenen Aufzeichnungen auf, wieso sie dem ganzen Treiben einfach zugewartet hat. Also gar nicht zugeschaut, sondern zugewartet hat, und auf eine merkwürdige Weise, kann man eigentlich nur sagen, haben die Leute offensichtlich immer noch an ein Wunder geglaubt und dachten, sie dürfen diesem Wunder nicht Einhalt gebieten. Und das war eine der Sachen, die Hitler sehr, sehr gut konnte, dass er den Leuten eine Imagination vermittelt hat, dass er alles im Griff hat, also dass er immer, auch wenn es aussichtslos scheint, immer noch etwas, ich sage jetzt mal so ein flapsiges Wort, in petto zu haben, also dass er also den Leuten vermitteln konnte, dass die Gesamtlage oder auch die Gesamtsituation durchaus nicht so katastrophal ist, wie man sich das denkt. Also ich rede jetzt nicht nur von der Kriegslage, von der natürlich in dieser letzten Zeit vor allem die Rede ist, aber auch, dass er sagt, Sätze wie: Es ist eigentlich ganz gut, dass die ganzen deutschen Städte in Schutt und Asche zerfallen, denn das würde den Wiederaufbau beschleunigen. Ich bin dann lange schwanger gegangen mit dem Gedanken und habe jetzt nach Monaten zugesagt, und das, weil es halt ein Kapitel der Geschichte ist, das mich schon seit frühester Jugend, eigentlich Kindheit, beschäftigt, und ich das Gefühl hatte, da darf man sich jetzt als Deutscher einfach nicht drücken. Das ist, ich sehe das so ein bisschen wie so eine historische Aufgabe auch. Also eine historische Aufgabe, dass wir Deutschen jetzt dieses Thema bearbeiten, und gleichzeitig eine Aufgabe für mich als Regisseur zu versuchen, dem so eine Wahrhaftigkeit zu geben. So ein Ding, das ist einmal im Leben. Ich meine, es ist gar nicht einfach etwas so Merkwürdiges wie Hitler zu spielen, weil sonst denke ich, wenn das zu einem kommt, dann wird eine Parodie verlangt oder so etwas. Aber das wirklich so zentral und realistisch. Und da habe ich einfach ganz simpel wie ein Schauspieler ehrgeizig reagiert und gedacht, ja klar, das mache ich. Natürlich, da muss man über bestimmte moralische Skrupel und so Sachen springen und sagen, also
Aber ich weiß nicht, entweder man traut sich das zu, dass man autonom genug ist und halt auch einen Massenmörder spielt, weil auch das, um das banal zu sagen, halt ein Mensch ist, oder man traut sich das nicht zu und da an diesen moralischen Berührungen drauf herumzureiten, das tue ich nicht so gern. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das möglicherweise ein Problem werden kann. Wir haben uns hier diverse Städte überlegt und auch angeschaut, also unter anderem halt in Polen, dann Tschechien natürlich, Prag. Wir haben einfach hier die besten Motive gefunden. Und dann ist halt Petersburg eine riesige Stadt, die zudem in großen Teilen von deutschen Architekten erbaut wurde. Also Schinkel hat hier sehr viel gebaut zum Beispiel. Das heißt, man findet hier Straßenzüge, die sehen einfach aus wie Berlin, sind aber auch nicht so verunstaltet durch diese grauenhaften Verkehrsschilder und diese modernen Lampen und überall Bäume, die dann nachträglich eingepflanzt worden sind. Sodass das eigentlich sehr rasch klar war, dass das das beste Motiv ist. Nach der Geschichte, die unsere Völker da im Guten wie im Schlechten verbindet, ist das eigentlich schön zu sehen, dass die Russen mit den Deutschen jetzt gemeinsam einen Film machen über dieses Kapitel der Geschichte, wo beide Völker ja ungemein gelitten haben. September the 6th, German armies of the group Nord. Am 6. September unterbrach die deutsche Armee, die Heeresgruppe Nord, die letzte Bahnverbindung zwischen St. Petersburg und Moskau. Und auf der karelischen Halbinsel stand die finnische Armee. And on Karelian Peninsula on the river Sestra, there was Finnish army. So up to winter of 1941, 1942. Vom Winter 1941-42 an gab es also keine Verbindung mehr zwischen dem russischen Festland und dem eingekesselten St. Petersburg, also Leningrad. Die Stadt war nicht vorbereitet auf diese Belagerung und deshalb kam es bereits im Herbst zu einer Hungersnot, zu einer der schrecklichsten Hungersnöte in der Geschichte der Menschheit. It was one of the most horrible starvation in the history of the manhood. There was cannibalism. Kannibalismus brach aus. Die Menschen waren zum Tod verurteilt. Leningrad wurde nicht bombardiert, wie Berlin oder London. In the sense of Berlin or London, it was like neutron bomb. Was hier geschah, hatte die Wirkung einer Neutronenbombe, die die Gebäude stehen lässt und die Menschen tötet. In diesem Sinn spielte sich hier eine der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts ab, so etwas wie Auschwitz. Leningrad war, was seine Bevölkerung anging, damals die viertgrößte Stadt Europas. Sie hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 3,5 Millionen Einwohner. Nach Kriegsende waren es nur noch etwa 600.000. Mehr als 1 Million Menschen starben an Hunger. Gar keine Ressentiments uns gegenüber, so vom Team, von den Leuten. Nur von der Presse kamen dann die Fragen, aber ansonsten hat es nie eine Rolle gespielt. Ich persönlich finde es wahnsinnig toll, dass wir so weit gekommen sind, dass wir sowas machen können, zum Beispiel so einen Film hier in dieser Stadt drehen und gemeinsam also einen Film über diese Zeit drehen können. Bei anderen Filmen ist oft Fantasie mehr gefordert, Fantasie im Sinne von freier Interpretation. Hier war das Wichtigste für uns die Herausforderung, authentisch zu sein, also möglichst keine Dinge zu tun, die irgendwie später belächelt werden könnten, weil sie ganz einfach nicht stimmen. Ich glaube kaum, dass jemand den Führerbunker von innen noch kennen wird. Sowieso das Publikum wird es nicht kennen, aber trotzdem wollen wir hier ein Bild abgeben, was tatsächlich, wie wir, soweit nach unserem Wissen, authentisch rüberkommen wird. Also der Zuschauer kann sich verlassen darauf, dass er hier wirklich etwas vorgesetzt bekommt, was wirklich so ausgesehen hat. In Berlin, in der Vossstraße. Das ist eigentlich der gewünschte Effekt, dass es richtig eng wird. Auch bei Lagerbesprechungen, wo sich die Leute um den Lagertisch herum drängen müssen und die Kamera auch nicht ausweichen kann, sodass man wirklich das Gefühl hat, das ist Bunker und ist auch wirklich beengt. Auch die Illumination, das ist ja alles original
wird auch nicht durch extra Beleuchtung unterstützt. Wird also so eine Stimmung sein später im Film, wie es wirklich war. Manchmal habe ich schon beim Lesen der Szene eine Idee, ein Bild und skribbel das schnell auf. Und das ist dann meistens so der Grundbaustein für den Gesamtablauf der Szene. Wir drehen ja sehr viel mit Handkamera und da ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die kann man gar nicht zeichnen, das kann man sich nicht überlegen, weil das über den Raum und über die Figuren in ihren Bewegungen entsteht. Und die Handkamera ist so schnell, dass man da schön spontan arbeiten kann. Und das habe ich so schon beim Experiment auch angefangen, mehr auch in der Situation mich gehen zu lassen und zu schauen, was da entsteht. Ich bin früher nie in einen Kriegsfilm gegangen, weil mir das eigentlich das sind nicht die Art der Filme, die ich mag. Und ich weiß, was Krieg ist und was Krieg bedeutet und wieso es Kriege gibt. Aber ich bin die Filme nicht schauen gegangen. Und jetzt muss ich auch mit dem Oliver zusammen die Filme anschauen, um auch herauszufinden, was kann man überhaupt noch machen, dass die Leute das ernst nehmen, dass man den Leuten wieder beibringt, dass wenn jemand erschossen wird, dass das irgendwie auch wirklich stattfand, dass es nicht ein Special-Effekt ist, der jetzt gut aussieht, sondern dass es um andere Sachen geht. Und da haben wir uns hoffentlich sehr viel überlegt, wie man das anders macht, dass das irgendwie wieder mal so Betroffenheit auslöst und dass man darüber nachstudiert, wie blöd das eigentlich ist. 27, 1, die 2. Was Hitler selber angeht, würde ich sagen, von Sinnen oder reduziert war er überhaupt nicht. Alle Berichte, die ich kenne, sprechen zwar davon, dass er in seinen Themen und Interessen ungeheuer eingeschränkt war, aber alle sprechen auch davon, dass seine Autorität, seine Energie, seine Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen, in diesen allerletzten Wochen fast stärker war als während der Jahre vorher. Es ging von diesem gebrechlichen, mit schlurfenden Schritten über die Gänge der Reichskanzlei sich mühenden Mann offenbar gerade durch diese Hinfälligkeit eine noch verstärkte Wirkung aus. Und alle haben ihm auf eine sklavische Weise gehorcht. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Jeder verfügbare Mann der Luftwaffe im Raum zwischen Berlin und der Küste bis Stettin und Hamburg, die für den Einsatz auf der Erde verfügbar gemacht werden können, müssen sofort Steiner zugeführt werden. Jeder Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt. Sie selbst haften mir dafür mit Ihrem Kopf. Jawohl, mein Führer. Wir sehen hier nur die letzten paar Tage von Hitler, weil der Mann ist ja mal dahin gekommen und selbst in seinem auch körperlichen Zerfall sind immer noch außerordentlich stabile Machtverhältnisse. Er kann auch anordnen, Leute liquidieren zu lassen und keiner würde je einen solchen Befehl missachten. Und also ist die Frage, wie ist das geworden? Und das ist zwar thematisch in der Sache nicht behandelt, aber ich hoffe, dass wir das schaffen, das zumindest klar zu machen, dass das ein Mann war, der über ungeheuer verführerische Seiten in seiner vollen Kraft einmal verfügt haben muss. Aber es hat eine bestimmte Art von Energetik und so. Das ist nicht das, was uns heute ästhetisch nicht mehr interessiert. Wir lachen darüber. Also das sagen wir immer, das ist entweder der Clown oder das ist der Wahnsinnige. Und ich denke, das ist zu wenig. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan,
Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und das ist natürlich ein Ding, was dann auch im Ausland angeschaut wird. Und, weil ich glaube, da spielen auch ganz andere Sachen, die nicht so direkt politisch sind, sondern eine bestimmte Faszination an dieser Art von dunkelstem Abgang, den die da betrieben haben. Diese Art von in den Bunker und dann noch tiefer in dieses schwarze Loch rein und da diese Art. Das hat irgendeinen merkwürdigen, makabren Sog, ganz jenseits von Politik. Am Ende ist für mich diese Figur Hitler immer so simpel und dämlich das vielleicht klingt, die Inkarnation des Bösen. Dafür steht der Mann. Und das kann man nicht inszenieren. Ja, das ist zwischen den Zeilen und ansonsten gilt wieder der Renoir-Satz. Ne? Everybody has his reasons. Wichtig ist es, dass der Mann glaubwürdig wird. Nicht? Das ist die Hauptaufgabe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sympathien für den Mann geben wird. Das Monströse an diesem Dritten Reich und allem, was damit einherging, das ist ja, dass das Menschen sind. Das waren eben nicht irgendwelche Erfindungen aus der Hölle mit Klauen und Reißzähnen, sondern das waren ja Menschen. Und dieser Hitler ist auch ein Mensch gewesen. Und das macht ja für mich diesen beängstigenden Umstand aus. Und deswegen ist das genau richtig, dass wir den als Menschen zeigen, mit allen Konsequenzen. Weil genau so hat er ja dieses Volk gespielt. Wenn man sich die Gedanken anschaut, die Ideologie, das ist ja krude, das ist ja grauenhaft, nicht? Der Auftritt, unsympathisch, diese Frisur eines Zuhälters, das ist ja unglaublich, dass der es geschafft hat, solche Massen zu bewegen. Und das ging nur, weil der Mensch war. Deswegen ist es absolut nötig, den und diesen ganzen Rest dieser Bande als Menschen darzustellen. Und alles andere wäre fatal und auch, also wenigstens aus deutscher Sicht, ein historischer Fehler. Ich sehe da keine Gefahr. Die größte Gefahr besteht darin, dass man ihn, was bei anderen Filmen mit großen Schauspielern, Alec Guinness und auch Anthony Hopkins passiert ist, dass man ihn letztlich zu einem Psychopathen oder Spinner porträtiert. Ich denke mir, das ist die größte Gefahr dabei. Also, dass man sozusagen die Figur von vornherein überzeichnet oder von vornherein die Figur als ein Wesen darstellt, das, ich sage jetzt mal, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder so. Er hat garantiert alle Tassen im Schrank gehabt. Er hat alle Tassen im Schrank gehabt und zwar bis zum letzten Moment. Also ihm ist auch, sage ich mal, die Führung, wenn man so will, bis zuletzt nicht entglitten. Er hat eine Inszenierung gemacht und wenn wir jetzt zynisch sein wollten, was wir sicher nicht wollen, könnte man sagen, dafür war er der beste Regisseur, den man sich vorstellen kann. Ja. Und das kann man, wie wir wissen, man kann eine Inszenierung nur mit kühlem Kopf machen. Und deswegen ist alles, was er da noch in Szene gesetzt hat, von ihm bewusst und klar in Szene gesetzt worden. Man kann sagen, es hat dieser Untergangsmythos, den er selber für sich in Anspruch genommen hat, das hat ihm nicht ausgereicht. Er hat ganz bewusst Sorge getragen, dass die ganze, sagen wir, Zivilisation, wie sie bekannt war oder wie man sie gekannt hat, mit ihm in den Orkus gezogen wurde. Auch keine leichte Sache, denn dazu muss man auch erstmal, ich sag mal so ein fürchterliches Wort, so viel Energie mitbringen, dass man diese Inszenierung auch den Schauspielern klar macht. Er hat es geschafft, also bis weit in die Zivilbevölkerung hinein, einen so katastrophalen Untergang zu inszenieren, der erst gestoppt hat, bis der letzte Ziegelstein sozusagen vom Haus, also am Boden lag. Den Begriff des Tragischen würde ich für Hitler nicht anwenden. Thomas Mann hat mal gewarnt, die Deutschen mit dem Begriff tragisch allzu eilfertig umzugehen.
weil dadurch jede Dummheit, jede Niedertracht und so weiter so einen gewissen Geistesadel bekommen kann. Und ich finde das sehr richtig und diese Warnung vollauf berechtigt. Und ich würde deswegen sagen, Hitler hat mit großer Rücksichtslosigkeit, Skrupellosigkeit durchgesetzt, was immer er wollte. Und am Ende ist es schiefgegangen. Das ist noch keine Tragödie, würde ich sagen. Eine Tragödie entsteht aus dem Widerspruch zweier Prinzipien in einem Menschen. Und bei Hitler gab es keinen Widerspruch. Ich habe das Buch gelesen von ihr, ich habe auch die Dokumentation gesehen, die Im toten Winkel heißt. Mich hat das sehr berührt. Ich habe das gesehen lange bevor ich wusste, dass ich diese Rolle spielen würde. Und ja, wenn man ihr Buch liest, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sieht man, dass es ganz einfach nur ein junges Mädchen war. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Sie sind noch sehr jung. Wie alt sind Sie denn? 22, mein Führer. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Und wie ich die Rolle sehe, ich glaube, dass ich für mich darauf achten werde, das nicht zu naiv zu spielen, aber von einem anderen werde ich mich überraschen lassen, so wie heute. Ich kann schon verstehen, so wie ich vieles, wenn man Geschichte hört und nicht selber miterlebt hat, sondern nur später in der Schule drüber spricht oder später drüber liest, ist es natürlich immer so wahnsinnig einfach zu sagen, dass man selber sich in der damaligen Zeit richtig verhalten hätte. Also es ist immer so einfach zu sagen, ich hätte protestiert, ich hätte rebelliert, ich hätte mich nicht eingereiht. Und deswegen sage ich das eher nicht. Also ich kann es schon verstehen, ja. Ich glaube, Hitler war für die damalige Zeit für manche Frauen wie ein Popstar. Und ich glaube, dass es für sie was ganz Besonderes war, bei ihm arbeiten zu dürfen, bei ihm anzufangen. Ich glaube zwar auch, dass es etwas war, was ihr Angst gemacht hat und was ihr selber auch Angst eingejagt hat, aber es war eben auch was Besonderes. Den Steno-Block. Mein politisches Testament. Nehmen Sie den Steno-Block. Ein politisches Testament. Seit ich 1914 als Freiwilliger meine bescheidenen Kräfte im ersten dem Reich aufgezwungenen Weltkrieg einsetzte, sind nunmehr über 30 Jahre vergangen. In diesen 3 Jahrzehnten. In diesem konkreten Falle finde ich es tatsächlich wichtig, dass man solche Figuren, die einem so als diese Monstren, entweder als diese bösen, dämonisierten Figuren irgendwie im Kopf und auch in der Optik sozusagen und im Ohr sind, dass die tatsächlich zu Menschen werden. Also ich glaube, man ist als politisch bewusster Mensch
wirklich genug gefüttert worden mit den Dokumentationen, die ja immer sozusagen offizielle Auftritte waren. Und diese Menschen in ihrer totalen Ideologisiertheit, in ihrer fast roboterhaften, fanatischen Ideologisiertheit zu zeigen und sie aber trotzdem als Menschen zu zeigen, halte ich für extrem wichtig. Was ist das? Das Horoskop zu Ihrem Geburtstag. Alle Konstellationen weisen eindeutig darauf hin, dass die Krise schon bald überwunden sein wird. Wir müssen jetzt nur mit eisernem Willen für kurze Zeit durchhalten. Dann wird alles gut. Ich versuche, die eigene Moral von der Psychologie irgendwie zu trennen. Das heißt, meine Haltung gegenüber diesem Menschen, das Böse, kann man irgendwie ja nicht mitspielen. Das heißt, er selber fand sich ja nicht böse. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich, also abgesehen von dem ganzen handwerklichen Aspekt der Arbeit an der Rolle, ist das eigentlich die Hauptschwierigkeit, dass ich versuchen muss, die Moral zu vergessen, während ich spiele. Und trotzdem muss ich sagen, bleibt irgendeine Art von ganz, ganz komischem Rätsel, weil ich letztendlich diese tatsächlich irgendwie böse Energie, diese Negativenergie, diese Obsession, die tatsächlich ohne irgendeine Form von Mitfühlen mit seinen Opfern, also wie sich diese Energie durch so ein ganzes Leben durchzieht, ohne sich zumindest in den Tagebüchern wirklich je in Frage zu stellen. Das ist sowas, was ich wirklich als Rätsel wahrscheinlich bis zum letzten Drehtag so mit mir rumschleppen werde und darüber hinaus. Das ist, glaube ich, fürchte ich was ich nicht ergründen werde. Hitler und Speer haben eine ganz merkwürdige, ambivalente oder ganz merkwürdig nahe Situation gehabt miteinander. Es gab einmal, ich glaube von Bormann war es den Satz, Sie wissen schon, dass der Führer Sie liebt. Also es gab die Liebe des Führers zu dem Künstler Albert Speer, dem Architekten, und gleichsam auch jemanden, der ihm in ein Windeseile, in einem unglaublichen Organisationstalent Bauten stellen konnte und mit dem er über Architektur und Kunst philosophieren konnte. Das, was Adolf Hitler immer abgegangen ist, was er so gerne sein wollte. Künstler und Visionär in dem Sinne. Das hat für ihn Albert Speer verkörpert. Und das muss ich in mir aktivieren. Und das ist nicht so schwer, weil unser Beruf auch mit Kunst zu tun hat und mit einer Leidenschaft, ohne die das gar nicht geht. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es dann eben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Bitte? Ich habe mir seit Jahren wegen meiner bedingungslosen Hingabe an die gemeinsame Sache die Verachtung meiner Offizierskameraden zugezogen. Heute muss ich einsehen, dass meine Kameraden recht hatten. Dass mein bedingungsloser Idealismus falsch und ich selber naiv und dumm gewesen bin. Lass mich mal Nanz. Aber muss ja doch alles gesagt werden. Die jungen Offiziere sind zu Hunderttausenden in den Tod gegangen. Und wofür? Die Antwort lautet, weder für das Vaterland noch für die Zukunft. Mir ist es jetzt aufgegangen, für euch sind sie gestorben. Für euch!
Millionen unschuldiger Menschen sind geopfert worden. Während ihr, die Führer der Partei, euch am Volksvermögen bereichert habt. Geprasst habt ihr. Ungeheure Reichtümer zusammengerafft. Rittergüter gestohlen. Schlösser gebaut. Im Überfluss geschwelgt. Und das Volk betrogen und unterdrückt. Unsere Ideale. Unsere Moral. Unseren Glauben. Unsere Seele. Alles habt ihr in den Schmutz getrieben. Der Mensch war für euch nur noch das Werkzeug eurer unersättlichen Machtgier. Herr Burgdorf ist ein cholerischer Mensch, der immer wieder aus sich rausbricht, wo immer wieder irgendetwas hochkommt aus verschiedenen Ecken, hat anscheinend auch ganz gerne mal zu tief ins Glas geguckt, zusammen mit Krebs und anderen Offizieren, vor allen Dingen in den letzten Tagen. Und diese Szene soll sich abgespielt haben damals, allerdings in einem etwas kleineren Rahmen, nicht ganz so großen Rahmen wie heute. Und das ist ein Ausbruch von Frust und Erkenntnis eigentlich über die Situation, über seine eigene Situation, in der er steckt. Im Film muss ich authentisch sein und ich darf nicht den erhobenen Zeigefinger mitspielen, dann glaubt mir der Zuschauer nicht, sondern der Zuschauer muss ja mir die Person glauben mit ihren Ängsten und Widersprüchen. Und das geht natürlich nur dadurch, dass man es versucht, menschlich irgendwie darzustellen, auch wenn es unangenehme Personen der Weltgeschichte waren. Der Brigadeführer, SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke, der ist im Laufe der Geschichte des Zweiten Weltkriegs eigentlich nur am Rande aufgetaucht. Im Grunde genommen war er einer, der bis zuletzt, ein ziemlicher Fanatiker, der bis zuletzt gekämpft hat. Und erst als sozusagen die Sache klar war, hat er sich dann bemüht, die Zivilisten und auch die Leute seines Stabes dann in Sicherheit zu bringen und sozusagen durch die Linien der Russen zu den Amerikanern zu führen. Aber das ist ihm dann nicht gelungen. Er wurde dann eingekesselt und hat sozusagen seine Leute übergeben, ist selber in Gefangenschaft gekommen und ist dann später dann nach Deutschland zurückgekehrt und gestorben. Hier geht es ja noch um was ganz anderes. Hier geht es ja um Fanatismus. Und das ist ja eine extreme Form von Politik oder von Radikalismus in der Politik, die ein ganzes Volk ergriffen hat, in Deutschland zum Beispiel. Und dem auf die Spur zu kommen, darum geht's, wie das gewirkt hat, wie die Mechanismen gewirkt haben. Was hat den Mann getrieben, das bis zum Schluss durchzuhalten? Ich nehme an, das ist, weil jeder geahnt hat, wenn das vorbei ist, ist ein großer Abgrund, in den wir alle fallen, haben die gedacht. Und dann ist Schluss. Also versuchen wir, das System bis zum Schluss zu halten. Vielleicht gibt es noch einen Umschwung. Und das hat man ja, das System lebt ja auch von großen Versprechungen und vom großen Glauben an Wenden, an Wunderwaffen und so. Das gab es ja alles. Der Schenk, der war ja zunächst mal Ernährungsinspekteur im Dritten Reich. Er hatte so eine merkwürdige Zwitterposition. Das heißt, auf der einen Seite war er Himmler untergeordnet und gehörte zur SS und auf der anderen Seite als Arzt war er Angehöriger der Wehrmacht. Und als dann dieses Ernährungsamt geschlossen wurde oder evakuiert wurde, hat er darauf bestanden, in Berlin zu bleiben. Also er hätte ja die Möglichkeit gehabt, einfach abzuhauen, war er eigentlich nahezu dazu aufgefordert und wollte also zunächst mal sich um die Bevölkerung kümmern, weil er vorausgesehen hat, dass die Leute verhungern werden wahrscheinlich und wollte auch als Arzt da sein. Und ich glaube, das ist das Spannende an dieser Figur. Also ich gehöre ja sicherlich noch zu einer Generation, wo die Familie sehr stark noch konfrontiert war mit dieser Zeit, sehr unmittelbar. Mein Vater war in dieser Zeit auch Arzt, also hat zwar nicht ein ähnliches Schicksal gehabt, aber hat auch als Sanitätsarzt den ganzen Krieg gearbeitet, kam dann auch in russische Gefangenschaft, genau wie der Schenk, war auch ein Spätheimkehrer. Das ist die eine Seite der Familie gewesen. Die andere Seite der Familie ist meine Mutter, die deren Mutter und ganze mütterliche Seite jüdisch war. Und da sind die meisten, also bis auf meine Großmutter und 2 Cousinen, die sind alle umgebracht worden. Das ist eine sehr, sehr kleine Rolle. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es natürlich wie ein gigantischer Berg, der vor einem liegt, weil es ist ja eine historische Persönlichkeit, einer der allergrößten Verbrecher, die wir kennen. Architekt der sogenannten Endlösung,
Und wenn man sich damit beschäftigt, dann wächst der Respekt eher vor der Rolle. Sag mal, okay, Aufgabe ist, sich dem anzunähern. Dann fragt man sich, ja, möchte ich mich dem überhaupt annähern? Will ich damit überhaupt was zu tun haben? Und ich glaube, was auch viele Kollegen beschäftigt, ist, dass man sich darüber klar ist, dass das kann nur eine Annäherung sein und wahrscheinlich ist es nicht darstellbar. Normalerweise, also ich habe mir das so gedacht, vielleicht stimmt es oder vielleicht stimmt es auch nicht, ist es ja so, der Schauspieler versucht, seine Figur zu verteidigen. Und ich habe jetzt bei diesen 2 Drehtagen, die ich hier hatte, habe ich unglaubliche Schwierigkeiten gehabt. Allein schon die Worte zu lernen dann aus dem Drehbuch. Da kommen auch noch andere Sachen dazu. Aber wo ich auch merke, beim Spielen, es gibt nur ganz wenige Momente, es geht mir sonst nicht so, ganz wenige Momente, wo ich diese Texte einfach auch denken kann. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hevel. Der Führer mag den Hevel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Das muss jetzt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Ich habe in dem Sinne kein Konzept mir zurechtgelegt, aber man könnte eher sagen sehr hintergründig, weil der auch immer sehr im Hintergrund steht. Also die Rolle ist nicht der erste Protagonist des Films, sondern eigentlich eher jemand, der immer aufpassen muss, ob er die anderen irgendwo unterstützen kann, was auch sehr zur Figur passt, also auch zur Figur des Günsche, der auch halt eben immer nur geschaut hat, was er denn noch beitragen kann und niemand war, der das selber in die Hand genommen hat alles. Scheiße! Ich habe meinen Gefechtsstand! Ich habe den Gefechtsstand nicht verlegt! Nach Westen ist oder nach Westen? Wie sollen wir hier noch führen? Ich stehe 1000 Meter vor dem Feind! Die kommt rein! Herr General! Hallo? Hallo? Meldungen, Herr General? Ich soll erschossen werden. Er sagte, spinnt ihr? Ich stehe an vorderster Front, ich kämpfe seit Tagen gegen die Russen, ganz vorne, 1 Kilometer entfernt. Okay, also wenn ich erschossen werden soll, dann gehe ich hin, dann sollen sie mich erschießen. Mal gucken, ob sie es tun. Und er geht zum Rapport zum Führer. Und daraufhin wird er, nachdem der Irrtum sich also herausstellt, wird er sogar befördert zum, ich glaube, man nennt es dann Kampfgeneral von Berlin oder so etwas. Ja? Und er sagt, hätte er mich mal lieber nicht befördert, dann wäre vielleicht dieser Kelch an mir vorübergegangen. Also er ist zwar ein Preuße, aber hat da durchaus wahrscheinlich einen eigenen Sinn, was Pflicht und Gehorsam heißt. Ja? Das heißt, er kämpft natürlich fürs Vaterland, aber er kennt den Unsinn. Und er hat hinterher die wunderbare Aufgabe, die Kapitulation auszurufen und tut das ungefähr mit folgenden Worten. Und das hat mir sehr gefallen. Er sagt ungefähr, während ihr alle im Dreck lagt und nichts zu fressen und keine Munition mehr hatte unser Führer nichts Besseres zu tun, als sich selber umzubringen. Na, das ist doch charaktervoll. Ich finde vor allen Dingen gut, dass Bormann keine Figur ist, die schon so besetzt ist. Also Bormann kann man noch entdecken. Während wenn man Hitler, Goebbels, Göring spielt, hat man schon eine verhältnismäßig große Bürde, die man mit sich rumträgt, weil ob das Chaplin bei Hitler ist oder ob das mehrere Filme, die es sicher schon über Göring und Goebbels gegeben hat, da gibt es schon so gewisse Prägungen. Das gibt es bei Bormann überhaupt nicht. Bormann ist wirklich eine Unperson und das ist schon sehr reizvoll. Meine Hoffnung, dass gesehen wird und begriffen wird, dass dieses System
dass die Führer dieses Volkes wirklich eigentlich nur in einer Art und Weise religiöse Irre waren. Also es war ja eine Art Religion, die sie verbreiten wollten, als Herrenmenschen. Zu glauben, man stehe über dem anderen, über einer anderen Rasse, über anderen Rassen, das ist so absurd wie alt, das Thema. Und Fest sagt ganz schön, Krebs war der vollkommenste Domestik, den sich Hitler am Schluss eigentlich holen konnte. Genauso unpolitisch wie Keitel und Jodl letztlich hat er dann mitgemacht. War 5 Jahre lang Militärattaché in Moskau, daher sein gutes Russisch. Zum Schluss verhandelt er ja auch, nachdem sich Hitler umgebracht hat mit den Russen, will er ja Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen ausmachen mit den Russen, was natürlich abgelehnt wird in so aussichtsloser Lage. Nein, ihm war schon sehr früh klar, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Aber er sagte einmal zu General Weitling, es gibt keine verzweifelte Lage, es gibt nur verzweifelte Männer. Also dieses Durchhalten bis zum letzten aussichtslosen Punkt, das hat er durchaus mitgemacht, bis er sich dann mit Burgdorf zusammen im Bunker als letzter erschossen hat. Die Welt verändern werden wir nicht, aber ich finde es wichtig, dass Deutsche so einen Film erzählen. In dieser Art hat man Filme über die Zeit, gab es so viele schon und manchen kommen sie auch schon zu den Ohren raus und es gibt ja auch viel schlechte, aber sowas in dieser Form habe ich noch nicht gesehen und auch von den Deutschen sowas so kritisch zu zeigen, finde ich gut und wichtig. Der Fegelein war eine Drecksau. Es waren ja viele, aber der war eine besondere. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt und Sachen gedreht für sich, die seinesgleichen suchen. Und er war ja auch sowas wie der Golden Boy, ne? So eine charmante Drecksau halt. Die Frauen haben ihn gemocht. Die Männer haben ihn alle gehasst. Und er wurde auch Pflegelein genannt. Naja, Typecasting. Eine Herausforderung ist, dass die Person ja wirklich gelebt hat. Eva Braun ist ja erst bekannt geworden, nachdem sie schon tot war. Und eine zweite Herausforderung ist sicher das Thema als solches. Nach all dem, was ich gelesen habe, glaube ich, dass sie eine sehr lebenslustige Frau war. Und dass sie eben dem Führer oder dem Hitler total verfallen war. Also die muss den wahnsinnig verehrt und geliebt haben, bis zur Selbstaufgabe dann später. Und das ist, glaube ich, das Besondere an ihr, dass sie gar nicht politisch war. Die hat sich für Politik, glaube ich, nicht interessiert, soweit ich das jetzt erforscht habe. Die hat sich eigentlich nur dafür interessiert, ihn zu bekommen, ihn aufzumuntern, mit ihm fröhlich oder glücklich zu sein. Und letztendlich ihn dann zu heiraten. Sie war ganz sicher damals nicht die deutsche Frau, die von den Nazis so geschaffen wurde. Das war sie nicht, denn sie hat zum Beispiel geraucht, sie hat sich die Fingernägel rot angemalt, sie hat wahnsinnig viel gefeiert. Also auf dem Obersalzberg hat man also erfahren, dass sie sie wurde ja da eingesperrt oben in ihrem Zimmer und da hat sie also wirklich das krachen lassen, ja, und hat Partys gefeiert und so. Also sie war auf keinen Fall dieses Bild der deutschen Frau in der Nazizeit. Und es wollte sie auch nicht sein. Ich glaube, sie war immer so ein bisschen, die hat sich immer so hinweggesetzt darüber. Die hatte so eine Leichtigkeit, glaube ich. Und das hat was, finde ich, was ganz Modernes. Also für mich ist die gar nicht, also für mich ist die Frau eher zeitlos. Und dass sie den Hitler so verehrt hat, das kann jedem Menschen passieren. Ich kann es mir vorstellen, dass jemand, der sich so einem Menschen verschrieben hat, dass der dann mit dem zusammen in den Tod geht. Also ich würde das nicht machen wahrscheinlich, aber ich kann mir das vorstellen, ja. Ich kann mir das vorstellen. Die ganze Szenerie, in der sich das abspielt, hat etwas zutiefst Surreales, habe ich immer empfunden. Und man bewegt sich in einer Welt, oder sagen wir die führenden Leute des Regimes, bewegen sich in einer Welt, die völlig aus der Wirklichkeit herausgetreten ist, nichts mehr damit zu tun hat. Sie treffen Entscheidungen,
über den Einsatz von Armeen, die gar nicht mehr existieren. Sie bieten Kräfte auf, die überhaupt nicht mehr existieren. Aber umso spürbarer wird die Realität für diejenigen, die sie draußen auf den Straßen erleiden und erdulden müssen, die Zivilbevölkerung. Und ich habe das auch sehr betont. Und mir natürlich sofort den in Deutschland ja nicht unbekannten Vorwurf eingehandelt, von einigen Rezensenten jedenfalls. Ich wollte aus dem Volk der Täter ein Volk von Opfern machen. Das ist ein solcher Unsinn. Das sind alles Menschen, die unter behaglichen, wohlversorgten Umständen aufgewachsen sind und gar nicht wissen, was es heißt, in eine solche Situation hineinzugeraten. Und natürlich sind viele Menschen völlig unschuldig da hineingeraten, natürlich auch Nazis und Funktionäre und führende, auch nicht mal führende Anhänger des Regimes, aber es sind immer, die unschuldigen Opfer sind immer in der großen Mehrzahl und so ist es auch hier. Und mindestens muss man dieses Unglück der vielen Tausenden oder Millionen Menschen muss man doch sehen können. Man kann doch nicht darüber hinweggehen und sagen, einfach nur, die haben es doch verdient. Das ist auf eine neue Art unmenschlich und das ist die Unmenschlichkeit, die in Deutschland à la mode ist. Es gibt eine Person, die habe ich genannt, Peter Kranz, der steht für viele Jungen, die in der letzten Phase noch eingezogen wurden, also meistens von der Hitlerjugend, die in der Hitlerjugend groß wurden. Das waren Jungs, die jüngsten waren 11 bis 12 Jahre, die ältesten waren 14, die sozusagen dann nochmal als letztes Aufgebot organisiert wurden, die mit Panzerfäusten ausgerüstet wurden und die nach vorne geschickt wurden, um Panzersperren da zu bilden und feindliche Panzer abzuschießen. Man muss sich mal ungefähr das Verhältnis vorstellen. Auf deutscher Seite gab es ungefähr noch 20 oder 25 Panzer und auf der russischen Seite gab es ungefähr 1500 bis 2000 Panzer, die da, also in so einem Verhältnis wurden noch Jungs mobilisiert, also 11-, 12-jährige Kinder, wenn man so will. Und ich habe dafür eine Person ausgewählt, deren Schicksal wir also betrachten, der noch hoch motiviert ist, der noch glaubt, dass sein Einsatz wichtig ist, dass er also diesem Ansturm der Russen irgendwas entgegensetzen muss. Er ist auch vom Führer selber noch ausgezeichnet worden. Das ist eine Szene, die es ja tatsächlich gegeben hat, nämlich am Nachmittag seines 56. Geburtstags hat er ja noch Hitlerjungen ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Da habe ich diese Figur noch eingebaut und auch den Konflikt dargestellt, der Junge natürlich mit seinen Eltern hat, speziell mit seinem Vater, der kriegsversehrt war, der im Prinzip auf einigen Fronten als Soldat gekämpft hat und der natürlich diesen Wahnsinn, dieses sinnlose Verheizen von Kindern verhindern will und aus den Augen seines eigenen Sohns eigentlich wie ein Verräter dadurch darstellt. Das ist eine Rolle, wo man sich sehr hineinversetzen muss, man sich sehr anstrengen muss. Aber es ist auch, also sie ist nicht sehr leicht zu spielen, aber es macht sehr viel Spaß. Ruhig Blut! Ruhig Blut, Junge! Wir sind noch zu weit weg! Heute ich dieses Kind auf dem Schoß hatte, was dieses Lied sang, Kein schöner Land in dieser Zeit, von dem man weiß, dass das dann von seinen eigenen Eltern also Familie Goebbels kurz danach getötet wird. Das ist, aber das, wenn dann passiert, das ist schrecklich. Dann
möchte man eigentlich sofort weglaufen und so. Aber die, weiß nicht, ich habe bisher 1 oder 2 harte Sachen gehabt, wo auch massivstes Zeugs antisemitischer Natur geäußert wird. Und ich habe mich halt entschieden, das zu machen, und zwar, wenn schon, dann auch mit der entsprechenden Härte. Und dann, ich weiß nicht, ich bin dann, das ist dann eher etwas, was ich was mir hilft, Hitler sagen wir mal, den Hass auf Hitler, den ich auch habe, zu bewältigen. Aber ich kann ihn nicht nur hassen, sonst kann ich ihn nicht spielen. Frau Goebbels, ich habe mich um diese Rolle beworben beim Oliver. Ich habe gesagt, ich könnte auch Probeaufnahmen machen, so, und war mir nicht ganz im Klaren darüber, warum und weshalb ich die unbedingt spielen will. Und mal abgesehen davon, dass es, finde ich, die interessanteste Frauenrolle in diesem Film ist, ganz abgesehen davon, glaube ich, dass mich daran interessiert, einfach die Frage, wie es sein kann, dass in so fanatischen Denksystemen so natürliche Dinge wie Mutterliebe oder beziehungsweise zumindest ein Beschützerinstinkt den Kindern gegenüber, also Arterhaltungsinstinkte, die den Menschen innewohnen sollten, ausgehebelt werden und von irgendwelchen nebulösen Todesgedanken und schwülstigen Welten, in denen man sich auch sprachlich bewegt und so, einfach ausgehebelt werden und eben sowas wie Mutterliebe, Beschützerinstinkt in sein seltsames Gegenteil verkehrt werden. Sie scheint, die Kinder beschützen zu wollen, indem sie tötet. Und das ist vielleicht eine komische Abfallprodukt des menschlichen Geistes überhaupt. Die schwierigste, wenn du so willst, war natürlich diese Szene, wo ich den Kindern den Schlaftrunk gebe. Das war sehr spannend zu beobachten an dem Tag. Erstens mal für mich spannend, mich selber zu beobachten, wie ich weißt du, da laufen Prozesse in dir, die laufen unabhängig von dir. Das ist das Schöne am Schauspielerdasein. Wenn der Schauspieler einigermaßen gesund ist als Schauspieler, dann laufen in dir Prozesse, die führen dich irgendwo hin. Du kannst dich eigentlich darauf verlassen, im Grunde genommen. Du kannst nur staunen, von außen zugucken, wie es sich irgendwo hin entwickelt. Und in diesem Falle war es so, dass ich dann eigentlich nicht einsteigen wollte. Ich wollte es eigentlich nicht drehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nie gedacht hätte, dass der Tag rankommt, wo ich das drehen muss. Ich war vollkommen ganz dünnnervig und habe dann schließlich und endlich schrecklich geheult vorm Drehen und konnte nicht aufhören zu heulen, also eine kleine Nervenkrise. Fein, fein. Helga. Ich mag nicht. Was soll das heißen? Willst du krank werden? Bitte, Mama. Ich mag das nicht trinken. Kind, wein doch nicht. Das hat doch keinen Sinn. Du musst die Medizin trinken. Komm. Helga. Helga. Helga, jetzt komm. Komm, komm. Mach den Mund auf. Mama! Jetzt. Trink, trink. Frau Goebbels ist die erste, die der Ansicht ist, dass die 6 Kinder, das älteste Kind ist 12, Hilde ist 12 Jahre alt, es sind 6 Kinder, die sie hat, dass die alle umgebracht werden, weil es sich nicht lohnt, für die Kinder von Goebbels oder für Menschen überhaupt in der Welt nach Hitler und wo es keinen Nationalsozialismus mehr geben wird, zu leben. Goebbels widerspricht erst, macht dann aber ganz kalt berechnend mit, weil er sich sagt, wenn wir die 6 Kinder umbringen, das wird die Menschen so erschüttern, wird einen Mythos schaffen und dieser Mythos wird in gewisser Weise jedenfalls
den Weiterbestand des Nationalsozialismus sichern. Der ganz tiefe Nihilismus des Regimes, die Zerstörungsenergie, die es entfaltet hat, denn Hitler ist eigentlich, wenn man es genau sieht, die Entfaltung einer ungeheuren, destruktiven Fantasie eigentlich. Das wird aber niemals so deutlich wie gerade in diesen Endtagen. Und ich bin der Ansicht, und so steht es ja auch in dem Buch, wenn das deutsche Volk diese Bewährungsprobe, zu der er dieses Volk auserwählt hat, nicht besteht, dann soll es zugrunde gehen und er wird alles dazu tun, damit es zugrunde geht, denn es hat ein Überleben nicht verdient. Und da richtet sich also gewissermaßen der enttäuschte Hass Hitlers gegen das eigene Volk, sodass die ganz paradoxe und für die meisten fast unglaubwürdig wirkende Situation sich ergibt, dass Hitler zwei Völker vor allem ausrotten wollte, die Juden, wie wir alle wissen, und dann zuletzt auch, das gilt nur für die allerletzte Zeit freilich, aber zuletzt eben auch die Deutschen, sein eigenes Volk. Das, was ich hoffe, was passieren wird, ist, dass es eine kontroverse Diskussion auf hohem Niveau gibt. Ja? Weil der Film auch ein hohes Niveau hat. Also was ich nicht hoffe oder was ich denke, was auch passieren könnte, dass es eine Kontroverse auf niedrigem Niveau gibt. Also dass man einfach sagt, das darf nicht sein. Das wäre bedauerlich. Denn ich denke mal, das Risiko, dem wir uns ausgesetzt haben, unter Umständen einen Film zu machen, der nicht funktioniert als Film, aber wir uns diesem Risiko ausgesetzt haben, das sollten die Leute, oder ich sage jetzt mal, auch die Leute, die kritische Stimmen erheben, das sollten sie auch sehen. Nicht weil wir sagen, wir wollen den Respekt von denen, weil wir risikofreudig waren, sondern die Auseinandersetzung mit so einem Thema zu wagen, im Wissen, dass es nicht nur dann ein Risiko ist, wenn es nicht gelingt, sondern dass es auch ein Risiko ist als gesamte Unternehmung. Da würde ich mir wünschen, dass das sozusagen auf einem Niveau stattfindet, das wir uns, glaube ich, verdient haben.